Okay, herzlich willkommen zu der Pressekonferenz, RST, Pressekonferenz und Fan-Talk. Barmer Pro A Basketball, Bundesliga, Dragons gegen die EPG Baskets Koblenz. Spiel endete, wie gesehen, 75-85. Rechts neben mir ist Basketcoach Marco van Berg, alter Bekannter, war schon oft hier in der Halle. Herzlich willkommen. Und links von mir Dragons Coach Pat Flomo, auch herzlich willkommen. Komm, wir hören uns das erstmal an. Marco, bitte, dein Kommentar zum Spiel. Also erstmal danke für die Gastfreundlichkeit. Es ist immer eine Freude, um bei euch zu sein. Ähm, ich find Wagenbrück ein echt pures Basketballstandort. Seit, seit ich jung bin fast und die Kultur hier, die spürt man noch immer. Äh, Nebenan sind wir sehr froh, dass wir dieses Spiel gewonnen haben, weil die Adler Dragons spielen schon eine Weile echt richtig gut. Und es war für uns, aber auch für Pat und seine Jungs ein ganz wichtiges Spiel, weil hätten wir das nicht gewonnen, war es für uns auch echt ein Abstiegskampf geworden, der Rest der Saison. Und uns gibt das jetzt ein bisschen Luft, um nach oben zu schauen und das Momentum in der Saison vielleicht wieder zu können. Was für uns sehr wichtig war, zu versuchen, die Effektivität von den beiden Guards von Artland nach unten zu bringen, weil nach meiner Sicht sind das zwei der besten Guards der Liga und auch sehr wichtig für das Rhythmus für der Offensive in dieser Mannschaft. Mit Chuchumis ist das manchmal gelungen, manchmal nicht. Das ist echt Topspieler, aber wir haben es versucht. Und was für uns wichtig war, ist das Vorteil, unter den Korb ausspielen zu können. Und das ist in zweiter Hälfte besser gelungen. Und dann haben wir nach dem Korb einfach mehr hochquotige Chancen bekommen. Nicht immer verwendet, aber das war für uns im Spiel das Entscheidende. Aber nichts als Respekt für diese ganze Organisation, für die Mannschaft, für Pat. Pat hat in seiner Rookie-Saison sogar noch für mich gespielt. Aber ja, wirklich. Gerade aus College, eine halbe Saison war es, glaube ich. Und ich wünsche ihm nichts das Gute. Und die machen ja auch eine sehr tolle Arbeit. Aber für uns wichtiger Auswärtssieg. Und ja, wir hoffen jetzt, dass es ein bisschen nach oben gucken zu können. Was? Hallo? Okay. Was hast du umgestellt? Am Anfang, die erste Viertel, da habt ihr ruckzuck beide Center 3 Fouls aber in die zweite Hälfte habt ihr doch eine andere Sprache gesprochen. Mehr offensiv war es Heckel, der uns wieder zurück ins Spiel gebracht hat. Der hat einfach seine Lücken genutzt und sehr gut genutzt. Und die zweite Hälfte hat natürlich Adler eine Antwort gehabt auf Marvin. Und dann war die Räume für vor allem Maurice, aber auch für Gabriel de Oliveira waren ein bisschen mehr da und das haben wir finden können. Wir haben natürlich keinen Dreier getroffen, bis der sehr wichtige Dreier von Dominic Jones. Aber wir wollen auch, also wir sind der Meinung, dass wir mit Maurice, mit Gabriel und auch mit Moses Pölking für Deutsch eine sehr gute große Truppe haben, eine Inside-Truppe. Und wir wollen das auch bis zu einer Waffe machen. Und das ist die Änderung, die jetzt entwickelt wird unter mich. Und heute haben wir das ein bisschen ausnutzen können. Okay, vielen Dank. Pat, bitte dein Kommentar zum Spiel. Erstmal so gratuliere, Marco. Ja, er war mein Trainer, mein zweiter Saison war das. Was soll man sagen, der zweite Saison. Das ist okay. Ja, er ist ein guter Trainer. Er hat einen guten Job gemacht. Ich freue mich für ihn, dass er wieder in der Pro A ist. Die haben besser gespielt heute. Ganz einfach, würde ich so sagen. Die haben, wie der gesagt, die große Spieler in Postcoder, Broking, in Gabriel Oliveira benutzt wurden. Wir haben 50 Punkte in der Zone kassiert und das ist viel zu viel. Erste Halbzeit, ja, bisschen besser gespielt, besser verteidigt, nicht so mit Heckel. Wir hatten ein Problem, zweite Halbzeit haben wir besser gemacht. Das war unser Ziel, dass nicht so einfache Punkte kommen in den Pick and Rolls, aber wir könnten nicht die Großen stoppen. Wir haben ein bisschen zu viele kleine Fehler gemacht in der Verteidigung. Das Koblenz, Advantage, Vorteil gegeben inside, ganz einfache Punkte.
Und ja, beide Mannschaften haben nicht so gut von draußen getroffen heute. Und aber wir hatten gut Würfe bekommen, aber nichts getroffen. Es ist so. Kann man das mehr nur geredet sagen. Es war für den Fan, für beide Trainer hier, es war so, das schien an langer Zeit, als ob so eine Handbremse war im Spiel. Es ging hin und her, dann wart ihr vor und dann habt ihr dann die Freiwürfe daneben geworfen, dann kamen wir wieder dran und es war irgendwie so ein richtiger, ich sag's halt, einfach Abstiegsspiel. Ne? Also bei der Mannschaft hat man gemerkt, wie wichtig das Spiel war. Natürlich für die Dragons noch wichtiger als für Koblenz. Spielen die Nerven damit? Ja klar, das ist menschlich. Ne? Für uns ist es sehr wichtig. Wir haben auch gesagt, wir haben Chance, Koblenz ein bisschen nach für uns zu kommen. Dann haben wir eine Mannschaft näher für uns in der Tabelle. Aber das zum Glück, die Saison ist nicht vorbei. Wenn wir das nächste Spiel gewinnen, dann haben wir ja Pause, können wir auf unser schwächeren Moment arbeiten mit der Fever Break. Okay, und bei euch ist es auch so, ne? Ihr brauchtet diese Luft jetzt. Also, Trier spielt jetzt frei, weil die haben Rhythmus und die spielen schlecht und der trotzdem das Selbstvertrauen unter Hochdruck und werfen dann einen Dreier rein, um das Spiel noch zu gewinnen. Diese Köpfe sind frei, weil die haben dieses Momentum. Wenn du in einer Situation, also manchmal in einer Situation ist, wie die unsere beide sind, dann ist jeder Wurf mit Spannung beladen, ne? Und es kommt öfters wieder raus. Ne? Und das gehört zu Sport, um dann noch ein bisschen mehr Freiheit entwickeln zu können, dass du aber das gehört zu Sport, das wissen wir beide sehr gut. Ja. Und, die Kunst ist dann, die Quoten zu kommen, die dich die meisten Chancen geben, um zu gewinnen. Aber Handbremse ist in so einer Situation eigentlich normal. Okay, vielen Dank. Ich weiß nicht, ob das jetzt ein paar Fragen gibt an Pat vielleicht. Bitteschön. Weil wegen der neuen Spieler, das ist ganz aber ich war nur ein paar Tage hier. Wenn dieses Spiel war nicht für mich war nicht eine sichere Option, weil wenn einer reinbringt, das nicht 100% klar mit der Verteidigung, mit unserem System, das ist ein Risiko. Das so, ja. Ja, dann Frage. Wir haben jetzt, die letzten 3, 4 Spieler haben wir nicht verloren. Aber wir haben gezeigt, dass wir besser Basketball spielen. So, geht. Ja, ich glaube inzwischen, das ist schon da müssen wir schauen. Aber gibt Versuch, ja. Ja. Aber gut, hast du da diesen Eindruck gehabt heute? Ich meine, gekämpft haben sie alle. Und ich sag mal, Fan sein bedeutet in gute wie auch in schlechte Zeiten. Das ist,
Ja. Okay. Das, okay. Lass uns die. Ja, möchtest du was sagen? Ich denke, sonst drehen wir uns wahrscheinlich im Kreis. Und Ja, als Fans, das kann ich verstehen. Und als Fans, die kann eine ehrliche Meinung haben. Und das kann ich verstehen, 100%. Ich bin auch ein Fan von diesem Sport. Ich liebe diese Sportart. Und wenn Mannschaft nicht spielt, wenn wir verliert, kann ich sagen, ich würde auch sauer, wenn wir das 500 Kilometer oder sowas zählen und die Gefühl haben, dass die Mannschaft nicht spielt, ich sag mal, kämpfen oder nicht schlau spielen. Ist das so? Ihre Meinung? Ist eine ehrliche Meinung, was ich habe. Ist, ich würde sagen, dass wir geben alles, was wir machen können, dass wir es besser Basketball spielen. Ja, wir würden das machen nächste Woche und versuchen, das nächste Spiel zu gewinnen. okay, vielleicht, ja, wir können gleich mit Chase vielleicht noch reden. Der, okay, wir lassen Marco. Ja, okay. Okay, Marco, vielen Dank, dass du hier warst und gute Heimreise. Gute Reise, Heimreise. Ja. Können wir vielleicht uns einigen Fragen? Wir machen eine Frage, dann kann er darauf antworten. So, wenn wir nur reden, dann schreibt mal lieber im Forum. Nein, wenn wer eine Frage hat an Pat, die er vielleicht noch beantworten kann, dann machen wir das. Okay? Einverstanden? Ja, bitte. Okay, wenn das die Frage ist, Das habe ich schon, das hat er schon geantwortet. das habe ich schon geantwortet. Er ist 2 Tage hier und ja. Aber stell mal eine Frage. Mach mal eine Frage. Weil du redest jetzt vor, so, erzähl ihm das. Minus war nicht gut. Warum hast du ihn gehen lassen? So, Punkt. Minus. Ja. Weil er hat nicht 100% das Ding passt. War nicht ein guter Würfer von draußen. Wir haben nicht, als Importspieler hat nicht genug uns gegeben, dass wir sagen, okay, wenn er auf dem Feld ist, sowas, das Training, hat nicht so passt. Und Pat bei den Neuer, der Finner, der Michael, der jetzt, man liest natürlich, das liest sich immer doof, der spielt in der dritten Liga in Finnland. Dann denkt man, was kann er denn überhaupt? Warum hast du den denn nachgeholt? Das haben wir nicht nachgeholt, weil er ist ein smart, tougher Spieler. Er kann werfen, er kann attackieren, Spieler attackieren, er kann verteidigen, er kann Rebounds machen. Okay. Warte mal, mach mal die Frage, stell mal die Frage. Ja, sag. Ganz normale Frage, stell dir mal eine Frage.
Ja, okay, alles gut, alles gut. Es ist natürlich ein Problem, Pat, mit den Ausländern, wenn am Ende des Spiels, du kannst nur Anthony Kokumis und Thomas oder Forrester. Jake hat ein super Spiel gemacht heute, aber kommt nicht auf der Zeit, die ihm vielleicht auch zusteht, durch diese Ausländerrotation. Ne? Ich meine, so sind die Regeln. Heute hast du Thomas als wichtiger gesehen am Ende. Am Mittwoch war es dann Jake. Ja, heute, Brandon hat nicht nur, okay, einer hat getroffen für draußen, aber Brandon ist eine Gefahr für draußen. Die mussten nicht verteidigen und er hat gekämpft und er verteidigt die ganze Zeit. Wenn er auf dem Feld ist, wir spielen besser Basketball. Das ist so. Und Jake hat gut gespielt, aber wo wir haben einen Spieler wie mit Nikos, wir müssen finden wegen, dass er auf dem Feld ist. Glück haben wir Eric Kaiser. Eric Kaiser hat nicht seine normale, paar Bälle nicht reingemacht, aber ist so, müssen wir finden. Ja, Aaron Kaiser hat natürlich Schwierigkeiten gegen die Plus-Quota. Ja, es ist das. Es ist so eine Mannschaft, wie es gibt, 3, 4 oder 5 Mannschaften wie Koblenz. Wird es so viele größer. Und jetzt haben wir noch einer am Ende der Saison, das ist Trier. Alle anderen wird besser Matchup für uns. Das hier ist, wir haben bessere Chance in den nächsten 12 Spielen einen Sieger zu holen. Genug Sieger, um in der Liga zu bleiben. Das wäre klappen. Okay, lassen wir das jetzt hier, weil ich meine, es wird nicht viel besser und es wird nicht viele andere Lösungen zu diese Fragen. Wir haben das Spiel verloren. Ich glaube, Koblenz hat es im Endeffekt verdient am Ende. Die haben ein bisschen härter gespielt am Ende und bei Bochum war das so ähnlich. Und wir sehen uns, ich glaube, wir haben noch eine lange Pause jetzt, bis wir uns wieder in die Halle sehen. Ich glaube, am 1.3. Kommt bitte alle nochmal wieder und wir gucken, wie das dann läuft. Pat, vielen Dank trotzdem, dass du rausgekommen bist. Ich weiß, alles ist nicht einfach, aber für den Fan ist natürlich auch nicht einfach. Ich glaube, das hast du verstanden. Vielen Dank. Ich glaube, wir kriegen noch Chase Griffin raus. Vielleicht kann er ein bisschen was zu erzählen, dass man bei den Dragons vielleicht ab und zu mal noch einen Dreier treffen würde. Das würde uns helfen. Aber wir warten noch einen Moment auf Chase, okay? Okay. Ich muss noch sagen, Rst-Fantalk natürlich. Wir freuen uns über die Sponsoring von RST. Und jetzt haben wir den Assistenzcoach Chase Griffin. Kennen wir den alle von den vielen Jahren, die er auch noch hier gespielt. What are we going to talk about, Chase? Are we going to talk about the game? Or are we going to talk about the situation? Probably be more interesting to talk about the situation than the game. Because we've been talking about First talk, we'll talk about the game. Unfortunately, it's another L in the column. You know, tonight, fourth quarter, we couldn't put the ball in the basket. You saw a lot of shots go in and out. I feel like we're generating good offense, good looks. Just got to put the ball in the basket. The previous 2-3 months, it's been an issue with rebounding and turnovers. The way I see it, free throw shooting. We're finally getting that back together, but we can't make shots. Let me translate some of that. Okay. Chase sagte, dass gute offensive Möglichkeiten gab, aber der Ball wollte in der vierten Viertel nicht fallen. Und er sagte, die Dragons, das habe ich auch im Livestream auch noch gesagt, dass das Thema Freiwürfe und ist viel besser geworden und das Rebounding. Rebounding, a team like Koblenz, they got a very strong. Very physical team. Very physical team. And they had like 3, come over here a little bit because we're on the camera there. You had their two centers with 3 fouls in the first quarter. I thought, oh, this is going to go good. You were penetrating, taking the fouls. What changed? Somewhere in the game that changed. Obviously, changes from Koblenz as well. We knew they have a very physical team. Very big,
So matching up to them is going to be difficult, especially with the new imports and Buzz and Nikos, because we know how important they are for us. So offensively, we have to have them on the field. So it's difficult when you have those two guys in trying to match up with the big guys. Yeah. Right? Because those guys produce so much offensively for us, yet we're trying to wishy-wash the lineup with bigs. And so let me translate that, because that's an important point. Wenn Kokumis und Anthony gleichzeitig auf dem Feld sind, das sind die beiden Spieler, die auch die meisten Punkte irgendwie verursachen. Ob sie abspielen oder ob sie schießen selber. Bedeutet aber gegen eine Mannschaft wie Koblenz, die groß spielt, dass wir immer zwei Kleinen in die Verteidigung haben. Und das ist eine schwierige Situation, die Dragons nicht so richtig geregelt kriegen. Back in the day when you were playing, I mean, you had to do that as well. You had to take on the big guys and whatever when you exactly. So let me break down the last two couple games for you guys. There always has to be 3 imports on the court and 2 Germans. So we have 4 imports right now that are producing very well for us. That's Nikos, that's Buzz, that's Brandon Thomas, and that's Jake Forrest. But all 4 cannot be on the court. So we have to take one, put him on the bench. And it's difficult for us because we'd love to have all 4 of them out there producing for us. So it's a difficult rotation. We're trying the best we can to do it. Tonight, I think we did it. We generated really good offense for the guys, nice shots, but it's a make or miss game. Basketball is a make or miss game. You got to put the basketball in the hoop. Okay, das ist physicality tonight wasn't the issue. I think we were physical with them. A team that's a lot bigger than us. We're matching them on the rebounds. We got to go the other way and score. Okay. I told the guys a couple weeks ago, physicality, we need to pick it up a little bit. Coach and I have been adamant about that, and we have. The unfortunate thing about that is we're picking up the physicality, but now we're not making shots. So we're getting there, we're getting better, we're honing in on things that we need to. I think it's taking time. Unfortunately, we're not very patient. Nobody's patient. We understand that. We have 12 games left. We're just trying to put it all together. And when it does, it could be great. Okay. Das alles zu übersetzen, ist mir zu schwierig, wenn ich ganz ehrlich bin. Aber ihr habt das auch verstanden. Wir haben das Problem mit den Ausländern. Natürlich, es dürfen nur 3. Wir haben 4, die wirklich das Spiel gewinnen können für uns. Dann müssen wir jonglieren. Nicht nur in die Offensive, sondern auch in die Defensive. Es bringt auch nichts, wenn Koblenz groß spielt und wir haben mit Anthony und Rumis kleine Spieler in der Defensive. Dann geht es auch mit das Thema war Rebounding. Also wir haben versucht, wirklich die Rebounding besser, mehr physisch weiß ich nicht, einzubringen. Das haben die gut hingekriegt. Aber dafür dann verpassen die denn die Würfe. Dann gehen die Würfe nicht ein und that's like, you know, and so the last 7 weeks, ever since we got Nikos and Buzz, we've been one of the top 3 offensive teams in the league. Okay, Chase, you say that, but against Bochum, Kokumis had 5 shots and Anthony had 5 shots. Others had 10, 12, 15 shots, so something's not working. Are the systems there for a Kokumis to take that shot? You remember the days when you played, you'd be in the corner and everybody would go around and then you'd be free and you'd take the shot. Do we have those systems in place? All right, so the coach from Bochum put him in a box and 1. I don't know if you ever saw that. So they were face guarding him and zoning up the rest of the guys. So I have been in situations with box and 1s. Even a guy of a caliber, a guy that can come off screens like Kokumis, great at it. It's going to be difficult because he's going to be face guarded. So the other guys in that situation are going to have to step up. So, das ist das Thema mit Kokumis und Anthony haben gegen Bochum sehr wenig Würfe nehmen können, weil sie dann in dieser Box and 1 gut verteidigt sind. Und dann müssen natürlich die anderen dann hochkommen. Okay, you said not 12 games. It's nochmal 12 Spiele. The coaches have not lost hope yet that we can get out of this. These were 2, we described these 2 as do or die games. We've lost both of them. So how do you take sort of like your
confidence that we can turn it around? Because theoretically we're not out of it, and mathematically we're totally not out. Not even close. 12 games, back 3. Got to win games. Got to stack some wins together, and that's what we're aiming to do. Okay, ich habe ihn gefragt, wo seine Zuversicht nimmt, dass man da rauskommt. Er sagte, ja, alles ist noch da. Mathematisch geht es und wir müssen ein paar Spiele gewinnen. Das wissen wir auch natürlich als Fans, aber das ist auch der wichtige. Can I say something also? Okay. I realize Someone's going to ask a question in a minute. You go first. in a second. I'm a fan too. I'm a fan of the Seattle Seahawks, Seattle Mariners. So I understand your frustration. I get it. I understand your anger, your frustration. I have to say, I'm a fanatic as well. I run around in my living room, running around, yelling at the TV, cussing at the players and coaches because I want them to win. Right? Listen, I know all of your concerns and worries and everything comes from a good place. I get it. We're doing what we can to get this right from our. Yeah. What we're talking about is if the team has the will to win. I think the thing is that a lot of fans kind of think that, next year all these players are not going to be here, but we're going to be here. Yeah. Fans are going to be here. We're going to be in the Pro B maybe, and then it's a question: can we get out? Can we even start and make it work financially? And the problem is that the players will be gone, and it's going to be It's more difficult for us fans than it is going to be for the players and for. Absolutely. So we as coaches, need to get that message across that it's not all about them. There's a community here. I've been here for 6 years. My family, we love it here. We've met great people. We've met awesome people. We're ingrained in the community. And so we have to somehow get that message across to the players too, that you're not only doing it for yourselves, but you're doing it for everybody in this community. Wenn ihr das nicht verstanden habt, übersetze ich, aber sonst lassen wir es gehen. Ich glaube, ihr versteht das. Warte mal, er war erst dran. Du hattest noch die Frage, ne? Stellst du aber eine Frage, bitte. Okay. You understood that, didn't you? No, he's saying if they've got 5 fouls, why are we not penetrating more, especially in the end of the game? And he just said, like you used to do. 100%. Can we get the stats here? This is the stats. I don't like the statistic at all, and I will let the guys know. They were in foul trouble the entire game, right? So we could have gotten to the free throw line. We shot 35 threes, 26 twos. That's not intelligent basketball, right? I know. It's way too many threes. So when they're in foul trouble, in and out, generating good looks. But yes, when you're in foul trouble, you see 5 up there, you want to try and penetrate the lane and get to the free throw line. Absolutely. 100%. I'm with you 100%. Gut. Ali, du wolltest noch was fragen? We love you all here, but it's going to give you a difficult question. Okay. Why didn't we take the two timeouts? Okay, lass ihn mal antworten, Ali. Es ging darum, so I don't understand what you're saying. let me just tell the others what the question was. Ist, warum haben die nicht die Timeouts genommen, wo es Timeouts gibt? Könnte es sein, dass man keine Ideen hat oder was mit den Timeouts anzufangen? Chase, you take your. So I get it, and I love the passion. I totally get it. Timeouts are sacred. They're sacred.
I'm standing up for my friend, the coach, Patrick Flomo. Timeouts are sacred. If you get to the end of the game, I think there was about 2.5 minutes when I heard you guys say, take a timeout, take a timeout. You only have 2 timeouts in that situation. So if it comes closer, you might need those 2 timeouts in the last minute. So I understand where you're coming from, but as a coach, you got to really hold on to those timeouts. Okay, er sagte auch, man weiß nie, wenn man sie braucht. Und vielleicht hat man dann wirklich doch ganz am Ende. What can you change in a timeout though with what's going on in the team at the moment? I mean, you can't tell somebody make your 3 now. What do you do? You just try and recognize something tactically, and then go in and talk to the boys and instill some confidence, motivation, whatever they need at the moment. It can be different, a different thing at different times. But usually, you try and motivate them, and then you draw something up. Ich meine, es geht, ja. Ja, er hat das vorhin gesagt, mit die Freiwurfquoten sind besser geworden, das Rebounding ist besser geworden, aber sie machen ihre Shots nicht. Und er hat ganz wichtig das Thema, dass wir zu viel Dreier geworfen haben, statt die Koblenzer standen mit 2 Centers, mit 3 Fouls nach 5 Minuten. Das heißt, ja genau. So, und dann musst du den Korb, weißt du, Kokumis hat es versucht ein paar Mal, du musst die Fouls holen unterm Korb und dann kommen die noch mehr in Schwierigkeiten. Und das haben die nicht so gut gemacht, das hat er gerne gesagt. Yeah. I think it was okay. Why is, aber er ist auch ein Ausländer, das heißt, wieder, da hast du das Problem. Das ist die Problem, diese taking care of the. So now you talk about the 4 import players. You add Jordan Raton, that's now 5. So we're trying to manage that the best that we possibly can. And then, of course, but what a lot of fans didn't understand, we tried to talk to Pat about it, is why do you get another guy in? It's sort of, I mean, is he going to help us? Is he? I am not going to. Okay, gut. Er beantwortet die Frage nicht. Ist alles gut. Vielen Dank, dass Sie hier noch geblieben sind. Thanks a lot for coming out, Chase, and it's going to get better, isn't it? Thank you all. Understand where you're coming from. It's going to get better. Okay, Chase, vielen Dank. Kleine Stadt, große Liebe.